Hallo René hier. Neulich habe ich mit Schrecken bemerkt, dass ich die Liebhaber von Gitarrenklängen in meinen nun doch schon sehr zahlreichen Musikpräsentationen etwas vernachlässigt habe. Vor 50 Jahren waren reine Gitarrenstücke noch allgegenwärtig. Erinnern Sie sich nur an Apache von den Shadows, Ghost Riders von Duane Eddy, Jürgen Ingmanns Echo Boogie, Wipeout von den Ventures und so weiter und so weiter. Fusion und Weltmusik mit exotischen Instrumenten gab es damals noch nicht, auch keine elektronische Musik. Die gute alte Gitarre musste für alles herhalten. Heutzutage ist es fast schon schwierig, auf Anhieb gute Titel zu finden, aber ich habe eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt. Sting muss sich natürlich nicht erst groß vorstellen. Wer kennt ihn nicht? Sein St. Agnes and the Burning Train erschien original 1991 auf dem Album The Soul Cages und 1995 auf der CD The Living Sea. Sting bietet hier einen simplen, flüssigen Rhythmus auf der ersten Gitarre und auf der zweiten Gitarre eine Melodie, die im Ohr hängen bleibt. Wer es lieber aktuell hat, kann auch diese Live-Aufnahme mit Dominic Miller von 2025 auf YouTube ansehen. Munir Bashir lebte von 1930 bis 1997, war einer der größten Oudmeister seiner Zeit und bereitete den Weg für dieses Instrument hinein in die westöstliche Weltmusik. Vorstellen möchte ich Ihnen eine Melodie, die ganz und gar nichts zu tun hat mit seinem eigentlichen und höchst anspruchsvollen Werk, denn es ist die Bearbeitung des Erfolgssongs Johnny Guitar aus dem Westernfilm Play It Again, Johnny von 1954 mit Joan Crawford. Auch die Version von Peggy Lee wurde sehr beliebt. Es war vielleicht ein wenig überraschend, dass Eric Clapton ein Cover davon produziert hat, aber noch weitaus erstaunlicher ist es, dass ein traditioneller Künstler wie Munir Bashir sich dieses Liedes angenommen und seine Oud-Version davon auf diesem Album verewigt hat. Oud Around the Arab World. Bashir lässt sein Instrument wie eine Gitarre tönen und das Ganze klingt so gut wie erst vor wenigen Jahren aufgenommen. Die dezente Calypso-Percussion dazu lässt es weder arabisch noch nach Western, sondern irgendwie lateinamerikanisch wirken. Nicht jazzig wie Clapton, sondern schmalzig, aber schön. Quentin Dujardin ist ein belgischer Jazz- und Weltmusiker. Das zarte bis melodramatische Lied 1977 erschien im Jahre 2012 auf der CD Distances. Am meisten Spaß macht natürlich diese Studioaufnahme auf YouTube, denn da haben die Augen auch was zu tun. Der dänische Gitarrist Jakob Gurewitsch lebt in Kopenhagen, spielt seine Gitarre aber so gut wie oder vielleicht sogar besser als ein geborener Spanier. Kein Wunder, er hat sogar einen Zweitwohnsitz in Palma, Mallorca. Meistens haben seine Titel eine romantisch-melancholische Note. Versuchen Sie es mal mit Lovers in Paris. Wohltuende spanische Gitarre, garniert mit ein paar Takten Mundharmonika und Streicherklängen. Oder noch langsamer und besinnlicher If Da Vinci Was a Girl. Ein besonderer Leckerbissen ist, für meine Ohren jedenfalls, For Your Love,
weil hier der kubanische 1949 geborene Jazz-Trompeter Arturo Sandoval, der in den 70er und 80er Jahren seine große Zeit hatte, den Solopart übernimmt. Zu finden ist der Titel auf der CD El Treno von 2023. In eine völlig andere Gitarrenwelt tauchen wir ein mit den folgenden Stücken. Das italienische Duo Opes, bestehend aus Massi Amadori und Francesco Tappi, hat seine 11 schrägen Titel Direct to Tape aufgenommen. Da spätere Zumischungen nicht möglich waren, muss man bewundern, welch teilweise surrealen bis düsteren Sound die beiden da kreiert haben. In der Tat bezeichnen sie ihren Stil selbst als Funeral Party Music. Damit es nicht langweilig wird, haben sie allerdings die 4 Hände von 2 ebenfalls italienischen Perkussionisten mit in die Klangwaagschale geworfen. Außerdem tauchen als Gewürze Slide-Guitar-Effekte, Ukulele, Akkordeon, Harmonium, Freeze-Sound-Effekte, verhaltene Pfeiftöne und einiges mehr auf. Manche Tonfolgen und Hawaii-Effekte erinnern mich an den Sound von Tanzbands der 60er oder 70er Jahre. Die CD, von der ich hier spreche, heißt Dead Dance und kam 2015 heraus. Carlos Primero und Balera de Mar scheinen beim Publikum am besten angekommen zu sein. Ich halte das schleppend schwermütige Libre mit seinem dramatischen, dunklen Zwischenspiel für ebenso interessant. Aber wie auch immer, hören Sie nicht mehr als 2 Stücke nacheinander, sonst wird es womöglich langweilig und Sie kehren reumütig zu einem Balsamtitel von Jakub Gurewitsch zurück. Es gibt übrigens ein portugiesisches Pendant zu Opes, denn einen ähnlich durchdringenden Gitarrensound mit leicht schrägen Klängen bietet auch die Dead Combo, zum Beispiel bei Es yo ya quiero soteo. Allerdings gibt es hier keine akustischen Mätzchen als Dreingabe, aber gerade die Nähe zur Originalmelodie macht es eingängig und überzeugend. Zu finden ist die Musik der 2 skurrilen Musiker bei Bandcamp. Wir steigern die musikalische Intensität weiter und hören Cumbia del Olvido von Nicola Cruz. Der 1987 in Frankreich geboren wurde, aber als Kind ecuadorianischer Eltern doch lieber in die Heimat zurückkehrte und dort seine Karriere begründete. Der gewählte Titel ist zu finden auf dem Album Prender el Alma von 2015 und bietet angenehm klingende elektronische Musik mit diversen hübschen Gitarreneffekten. Richtig wild wird es nun aber mit Silvio Astier aus Buenos Aires. Er mischt afrikanische und lateinamerikanische Rhythmen, indigene Motive Argentiniens und Uruguays, insbesondere der Gegend des Rio de la Plata, mit elektronischer Musik. Mit dem Titel Civilización y Barbarie spielt er wohl auf das historische Ereignis an, als um das Jahr 1500 herum Sklaven die Pampa dort in fruchtbares Land verwandelten. Nein, Sie haben nicht falsch gehört, am Anfang vernimmt man sogar das argentinische Rindfleisch. Die Aufnahme ist phänomenal, die Bühnengröße so gewaltig, dass ich mich gezwungen, oder soll ich besser sagen, inspiriert sah, meine Lautsprecher neu zu positionieren, damit die elektronisch vervielfachten Bongos und Gitarren angemessen Platz hatten. Bei idealer Aufstellung erhalten Sie umwerfende Surround-Sound-Effekte. Das Schwirren der Saiten am Anfang, welches von zahllosen Gitarren zu kommen scheint,
umgab mich auf beiden Seiten und reichte dabei von den Boxen bis fast zu meinen Sofaecken, also stattliche 3 Meter weit nach vorn, während das weitere Klanggeschehen unverrückt zwischen bzw. leicht hinter den Lautsprechern blieb. Auch die elektronischen Effekte in den letzten 2 Minuten füllten den Luftraum vor meinem Hörplatz in Breite und Höhe bis zum Bersten. Die x-fach multiplizierten Bongos, manchmal verstärkt durch Kastagnetten, und die seidigen Klangwolken unzähliger Rumba-Rasseln schufen eine brodelnde Perkussionshölle auf beiden Stereoseiten, die mich schier überwältigte. Vielleicht kommt das auf einer kleinen Anlage nicht so extrem zur Wirkung, aber probieren Sie es einfach mal aus. Falls dieses spezielle Stück nicht so toll klingen sollte wie beschrieben, bleiben Ihnen noch all die anderen hübschen Vorschläge, die ich Ihnen gerade gemacht habe. Oder Sie kehren widerborstig zurück in die Vergangenheit der scheppernden Gitarren. Silvio ist übrigens gerade auf Europatournee. Im Juni und Juli können Sie ihn in Wien, Berlin, Freiburg oder Leipzig live erleben. Sie sagen, Sie bleiben lieber zu Hause? Dann haben Sie doch mein Video durch eine ganze Reihe von Vorschlägen zum häuslichen Ausprobieren. Viel Erfolg. Tschüss.